Hi, ich bin der Fabian vom Hofer College und wir wollen heute mal rausfinden, welches von diesen Kabeln eigentlich das Beste ist und was eigentlich ein gutes Instrumentenkabel überhaupt ausmacht. Mit dabei ist mein Kollege Tim. Hi. Der spielt heute die Gitarre und erklärt euch auch ein bisschen was zu Kabeln. Los geht's! Genau. Also dann fangen wir doch mit dem ersten und günstigsten Kabel an, oder? Ganz genau. Wir haben hier das Snake-Kabel von der Thomann Eigenmarke. Ich zeige euch kurz die Produktseite. Das ist einfach ein 6 Meter Kabel für 3,50 € und ja, jetzt hören wir einfach mal, wie das klingt, ne? So, wir haben hier die Telecaster schon aufgebaut und den Vox AC30 mit einem Neumann U87 Mikrofon dran. Und genau, dann vergleichen wir einfach mal. Alles klar, das soll reichen. Ja. Ja, ich meine, das ist das erste Kabel hier im Test. Noch können wir es nicht vergleichen. Noch können wir es nicht vergleichen. Es kommt jedenfalls mal Signal raus. Genau, also für 3,50 € scheinen wir jedenfalls schon mal ein Kabel gekriegt zu haben, was erstmal funktioniert. Kein Kurzschluss drin oder sowas. Alles klar, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal direkt das nächste. Das nächste Kabel ist Marke Eigenbau. Das habe ich vorhin im Baumarkt gekauft. Und ja, das ist eigentlich ein stinknormales TV-Antennenkabel. Hat 7 € gekostet, Meterware. Und genau, wir haben hier Klinkenstecker dran gelötet. Also der Fabian hat Klinkenstecker dran gelötet. Genau. Also es ist überhaupt gar nicht dafür gedacht, was wir damit jetzt gleich machen werden. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das klingt. Okay, auf geht's. Einstecken? Ja, ich habe hier schon mal eine Spur vorbereitet. Und dann nehmen wir einfach mal auf. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Funktioniert erstaunlich gut, ne? Dafür, dass es halt echt für was komplett anderes einfach gemacht wurde. Schon eigentlich erstaunlich, dass es so okay funktioniert. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist ein Koax-Kabel. Das bedeutet, da ist eine Abschirmung drin, die natürlich für ganz andere Frequenzen auch gedacht ist. Also es rauscht nicht, es brummt nicht. Insofern komplett falsch wird es schon nicht sein. Ja. Wir werden es gleich nochmal genau vergleichen. Alright. Klar, nächstes Kabel. So, das ist das Cordial Silent Plug Kabel. Das hat 39 € gekostet. Das ist das Kabel, was der Tim normalerweise verwendet, auch zum Live-Spielen. Das ist in meinem Live-Setup mit drin. Funktioniert super. Genau, das hat halt im Gegensatz zu den anderen Kabeln, die wir jetzt gerade gesehen haben, hier noch so einen Silent Plug, der halt einfach ermöglicht, dass man die Gitarre einsteckt, ohne dass es knackt. Das können wir auch direkt mal ausprobieren. Vergisst, das Volume-Pedal runterzutreten oder so. Genau, komm, das machen wir mal ganz kurz. Oh. Siehe da. Also der Silent Plug funktioniert schon mal. Und dann gucken wir mal, wie das Kabel klingt. Okay, alles klar. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt haben wir hier sozusagen den Rolls-Royce unter den Gitarrenkabeln. So könnte man es sagen, ja. Ich denke mal, ihr werdet die Marke kennen, das ist ein Vovox-Kabel. Da können wir jetzt auch die Produktseite sehen. Wir haben 185 € für das gute Stück bezahlt. Genau. Wichtig bei dem Kabel ist, hier ist markiert, welches Ende in den Amp kommt und welches in die Gitarre. Und das wollen wir jetzt auch genauso mal machen. Okay, soweit mal. Soweit. Alles klar, dann machen wir jetzt das, was Vovox auf gar keinen Fall empfiehlt. Wir schließen das Kabel einfach mal genau andersrum an und gucken, ob es dann großartig anders klingt. Alles klar.
Also ist mir jetzt noch nichts Großartiges So aufgefallen. gravierend war der Unterschied jetzt nicht. Um die Spuren möglichst neutral zu vergleichen, wollen wir ein Blindtestverfahren anwenden, damit wir eben nicht von Namen und von Haptik abgelenkt sind. Weil oft ist es so, dass wenn man eben dann so ein teures Kabel in der Hand hat, wo man gerade auch erst 180 Euro für ausgegeben hat, dass man halt denkt, das muss jetzt gut klingen. Und das wird dann auch gut klingen, wenn man sich das auch nur stark genug vorstellt. Genau, und dagegen kann man sich auch gar nicht wirklich wehren, weil einfach das Gehirn den Ohren praktisch immer automatisch mitliefert, was man gerade hören soll. Und um sich dagegen zu schützen, haben wir irgendwann mal ein Plugin entwickelt. Das ist das Hofer For You Plus Blind Test Plugin. Das füge ich hier jetzt einfach in alle Spuren ein. Da ist es auch schon. Wir brauchen nur eine Instanz. Der hat sich die Namen schon automatisch gezogen von den Spuren, sodass wir jetzt einfach das Plugin-Fenster über die ganze GUI ziehen können, sodass wir nicht mehr sehen können, was jetzt gerade läuft. Also wir haben jetzt keine Ahnung, welches Kabel wir hören, sobald ich diesen Startknopf drücke. So, auf geht's. Okay, einfach mal weiter. Okay. Das ist ein Riesenunterschied. Deutlich heller. Also hier, das ist eher dumpf und das ist eher... Das ist viel twangiger, viel mehr Tele, auf jeden Fall. Und auch ein bisschen mehr Attack, würde ich sagen, ne? Okay, das ist jetzt so Wieder ein dunkler, bisschen dunkler, so Ja. ein bisschen glockiger, könnte man sagen. Aber immer noch deutlich heller als das erste Kabel. Also eher so etwas dunkler und du sagst noch glockiger. Ja, die Gitarristensprache. Auf den Begriff wäre ich jetzt nicht gekommen. Dann machen wir hier schon mal dunkel dran. Genau. Okay, ist auch wieder deutlich dunkler Ja. jetzt zum Beispiel als das hier. Das ist echt crazy. Aber heller als... Also das ist so... Pass auf, wir legen jetzt einfach mal das Hellste nach oben. Genau. Ne, damit wir einfach hier mal eine Reihenfolge reinkriegen. Das ist passt. Das ist dunkler als das als das zweite. Das ist eher so ein bisschen mittig irgendwie, Genau. ne? Das ist fast schon wie ein Hi-Cut drauf, Genau. ne? Und das hier Okay, das ist wieder deutlich heller, Ja. ne? So ein bisschen spitz auch. ja. Es ist aber ein Tick weniger als das erste. Es geht auf jeden Fall sehr in dieselbe Ja. Richtung. Ja. Das ist auch nicht wirklich weit entfernt, es ist halt ein Nee. Hauch dunkler, ne? Ein Hauch trifft's gut. Also, ich schreibe hier mal auch recht hell. Alles klar, also wir hören auf jeden Fall, das Kabel macht ganz offensichtlich schon einen Unterschied. Ja. Und jetzt bin ich wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, was passiert, wenn ich den Show Tracks-Knopf Sollen wir drücke. davor spekulieren? Fang an. Wenn wir es jetzt nach Preis ordnen würden, dann wäre oben hier das Vovox-Kabel, wahrscheinlich dann darunter das Vovox-Kabel umgedreht. Dann würde ich hier mein Kabel einordnen. Preistechnisch müsste dann unser Antennenkabel kommen, Ja, das Hammerkabel ist Genau. das. Und dann das Snake-Kabel, ne? als allerletztes, genau. Okay, ja, schauen wir mal, Ja, was schauen das wir mal. wirklich ist, ne? Unglaublich, das Vovox-Kabel invertiert war tatsächlich das hellste, was wir auch als Vovox-Kabel eingeordnet haben. Das Hammerkabel haben wir auch als sehr hell eingeschätzt. Also das selbstgelötete Antennenkabel ist Also hat echt, wir haben praktisch das 7-Euro-Kabel für das 185 Vovox-Kabel gehalten. ja, so kann man sagen. Dann das Vovox-Kabel andersrum hatten wir als etwas dunkler beschrieben. Das Snake-Kabel als mittig, da hatten wir das Hammer vermutet, und das Cordial-Kabel ist hier als dunkelstes Kabel rausgekommen in diesem Test. Ja, ist enttäuschend für mich. Du hast ein sehr dunkles Kabel. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Runde, um rauszufinden, ob sich die Ergebnisse auch verifizieren lassen. Ja. Also ob wir das auch beim zweiten Mal wieder so hören. Und außerdem hören wir jetzt auch den zweiten Loop an.
So, dann schauen wir mal, was jetzt bei rauskommt. Diesmal haben die beiden Vovox-Kabel als hellste abgeschnitten, dann das Vovox, dann das Cordial, dann das Snake. Was auf jeden Fall gleich ist, ist, dass ein Vovox-Kabel unter den Top 2 ist und dass das Cordial wieder weiter hinten ist. Relativ weit hinten ist, genau. Aber und unser das Antennenkabel erstaunlicherweise wieder relativ weit oben ist. Ja. Ne? Also so die ganz klaren Aussagen können wir daraus jetzt irgendwie noch nicht ziehen. Nee. Sollen wir den dritten vielleicht auch noch machen? Genau. Alles klar. Die Reihenfolge? Kann ich mitleben. Okay, dann schauen wir mal, was diesmal rauskommt. Das Hammerkabel ist heute das hellste. Ja. Dann die beiden Vovox. Also mal ist das eine Vovox vorne, Ja. mal das andere Vovox Ja. vorne. Festzustellen ist auf jeden Fall, dass sowohl das Snake-Kabel als auch das Cordial-Kabel dunkler ist auf jeden Fall. Ja. Hat sich durch alle 3 Blindtests so durchgezogen. Ne? Ja, es war eigentlich immer das selbe Ergebnis, dass die beiden unten sind. Und das waren jetzt ja wirklich 3 verschiedene Takes, die du gespielt hast. Also so unterschiedlich hast du dann bei denen auch nicht gespielt. Nee. Genau, also das Hat mir auch Mühe gegeben. Sehr gut. Also das liegt tatsächlich auch einfach an den Kabeln. Ich würde vorschlagen, um uns das nochmal ein bisschen genauer anzugucken, legen wir das Ganze mal auf den Analyzer. Ich habe hier den IQ Analyzer schon geöffnet und die verschiedenen Spuren da reingezogen. Dann vergleichen wir doch einfach mal eins von den Kabeln, die wir sehr hell fanden, mit eins, die wir sehr dunkel fanden. Zum Beispiel hier das Snake-Kabel. Und da sieht man hier jetzt schon relativ deutlich, dass hier einfach die Höhen sehr anders sind. Also wir haben hier bei 4,6 Kilohertz einen Unterschied. Guten 5 dB. Und das ist ja schon mal ziemlich mächtig. Ja. So, und dann schalten wir da vielleicht mal im Vergleich das Cordial-Kabel dazu. Auch da sieht man, der Grundton ist lauter und der oberste Oberton hier ist deutlich leiser. Ja. Ne? Also die Sachen, die wir da gehört Bestätigt haben, unser Gehör. die sind eigentlich so. Das Hammerkabel hier, also das selbstgelötete, deckt sich praktisch mit dem Vovox-Kabel. Was schon ein bisschen überraschend ist. Also es ist schon sehr interessant, die Kurve hier, ja. Genau, dann nehmen wir mal das Vovox-Kabel gegen das Vovox-Kabel invertiert. Da tut sich nicht so richtig viel. Das hier könnte sein, dass die Seite ein bisschen anders angeschlagen ist. Aber im Grunde genommen, die Höhen, die hier oben sind mehr oder weniger deckungsgleich. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, wir suchen jetzt nicht unbedingt das allerhellste Kabel. Und das allerhellste Kabel ist definitiv das Wichtigste. Also es geht darum, dass je heller das Kabel ist, desto verlustfreier ist das Kabel eben. Weil praktisch mehr vom eigentlichen Sound durchkommt. Genau, und ich kann dann am Amp einstellen, ob ich es eben heller oder dunkler haben möchte. Aber weil es das Kabel schon gar nicht erst durchlässt, kann ich natürlich versuchen, am Amp nochmal wieder hochzuholen. Aber im Endeffekt wird das natürlich nicht das gleiche Ergebnis sein, wie wenn einfach das Signal, was in der Gitarre ist, auch am Amp ankommt. Und deswegen sind wir hier auch einfach immer am Vergleichen von den Frequenzen und am gucken, was lässt eigentlich noch die meisten Höhen durch. Ein bisschen zur Theorie, was dahinter steckt. Jedes Kabel hat eine Kapazität. Und bei passiven Gitarren ist es so, dass der Tonabnehmer das ist ja eine Spule, mit der Kapazität vom Kabel zusammen einen Tiefpassfilter ergibt. Das bedeutet, dass eben die Höhen abgerollt werden dadurch. Und je größer diese Kapazität ist, desto größer ist eben auch diese Höhenabsenkung, die dadurch entsteht. Und dadurch, dass das aber nur bei passiven Gitarren direkt mit dem Pickup verbunden ist, sind die Ergebnisse bei aktiven Gitarren komplett anders. Genau, also wenn ich jetzt hier so ein ESP-Metal-Brett mit aktiven Tonabnehmer drauf hätte, würde das wahrscheinlich deutlich anders ausfallen. Da würden wir wahrscheinlich die Unterschiede, die wir hier jetzt gehört haben, in der Helligkeit, wie sich das durchsetzt, vollkommen sich ausgleichen. Also man wird es einfach nicht mehr wahrnehmen können. Also deswegen konnten wir diesen Test auch nicht wie die anderen Tests mit einer Reamp-Box machen, weil die Reamp-Box eben auch aktiv ist. Und deswegen müssen wir es eben mit der Gitarre direkt einspielen. Die Kapazität nimmt mit der zunehmenden Länge vom Kabel zu. Das heißt, ein 10 Meter Kabel wird immer dunkler klingen als dasselbe Kabel, wenn man nur 1 Meter davon hätte. Deswegen waren die Kabel, die wir jetzt verwendet haben, alle genau 6 Meter lang. Also auch unser selbstgelötetes haben wir auf eine Länge von 6 Metern gekürzt. Genau. Und einfach um das schon mal auf demselben Level zu halten. Generell, was ist jetzt das beste Kabel? Schwer zu sagen. Also ich meine, es gibt ja nicht nur den Aspekt des Klangs. Ich meine, wenn wir jetzt gerade
die Kabel durchgehört haben, ohne sie direkt zu vergleichen, sind uns diese Unterschiede, die wir jetzt ja im Blindtest gehört haben, nicht so extrem aufgefallen. Und es sind dann auch ganz viele Aspekte, wie zum Beispiel die Verarbeitung, auch die Steifigkeit vom Kabel. Also bei dem Kabel hier, das ist halt das Vovox-Kabel sehr hochwertig gemacht, Genau. mit einer wirklich tollen Ummantelung und so. Es ist super robust gebaut einfach. Also ich weiß nicht, 3 Jahre oder so geben die ja drauf. Ja. Die wird das Kabel auf jeden Fall auch unter starker Beanspruchung machen. Ich glaube, du meintest vorhin mal, dass dir das Kabel nicht so super gut gefällt, weil es Mir ist es ein bisschen zu steif, wenn ich mir überlege, wenn ich live spiele und mich mal drehe oder bewege oder wohin laufe. Ja. Da kann man sich dann doch schnell mal irgendwie eine Stolperfalle legen mit dem Kabel, vor allem weil es eben auch dann doch, also auch relativ absteht und so. Das steht vielleicht auch mal vom Boden so ab, je nachdem, wie es fällt. Und da muss man dann vorsichtig sein. Ist vielleicht eher. Man muss sich sowieso überlegen, ob man sein 185-Euro-Kabel mit auf die Bühne nimmt. Sollen wir mal mit dem guten Cordial-Kabel von mir weitermachen? Genau, ja, leider etwas dunkler abgeschnitten als die anderen, aber dafür ist es halt schon mal deutlich flexibler einfach, das muss man sagen. Und es hat halt diese coole Funktion mit dem Silent Plug. Das sind halt auch einfach Zusatzfeatures in einem Kabel, für die man sich einfach entscheiden kann, ganz unabhängig vom Klang. Ja, ne? also bei dem Kabel ist es halt toll, das ist relativ elastisch und trotzdem nicht zu elastisch. Das kann ich auf den Boden werfen, da ist es, also es ist deutlich sicherer live, wie jetzt meiner Meinung nach das Vovox-Kabel. Aber so eine tolle Tüte, wie beim Vovox-Kabel dabei ist, hast du da nicht bekommen, ne? Nee, leider nicht. Also das ist natürlich auch was man beim teuren Kabel bekommt. Da merkt man einfach, das ist alles sehr wertig gemacht und solche Sachen kriegt man dann auch dazu. Dann das Hammerkabel. Das ist jetzt natürlich der absolute Spezialfall. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemals schon mal ein Antennenkabel umgelötet hat zu einem Klinkenkabel. Also das wird man so nicht kaufen können. Es klingt tatsächlich erstaunlich gut in unserem Test. Es rauscht nicht. Ich würde sagen, das tun wir gleich einfach in die Studiokiste und das ist dann ein neues Kabel hier. Ich dachte, ich kann das jetzt mitnehmen, wenn ich meins hier lasse. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Genau, also ich meine, so richtig zu empfehlen ist es natürlich trotzdem nicht. Nee, weil's halt, also wenn man sich das hier anguckt, also es ist eben wie ein Antennenkabel. Das Problem hat man auch daheim am Fernseher, wo man hin mit dem Ding, so störrisch wie das ist. Genau. Es klingt erstaunlich okay, es ist halt trotzdem super Bastelei und nicht dafür gedacht. Also mich würde es nicht wundern, wenn das nach 3 Jahren absolut kaputt ist. Ob das weil so halt zuverlässig ist normalerweise baust du das in dein Haus ein und dann liegt es da für 10 Jahre, aber du machst ja nicht auf der Bühne das hier damit. Genau. Also ob das jetzt irgendwie in einem Jahr noch tut, keine Ahnung. Who knows? Genau. Und dann haben wir noch unser günstigsten. Genau, unser Snake. Zum Vergleich, das ist die Verpackung vom Snake-Kabel. Die man dafür kriegt, genau. Und also das Kabel, erstmal so, unser Beak-Test fällt hier ziemlich positiv aus. Ja. Also das ist sehr, sehr flexibel auf jeden Fall. Ja, was mich daran jetzt zum Beispiel abschrecken würde, sind die Sachen hier. Also das ist halt ein sehr billiger Stecker. Es geht sehr schnell, dass sich da was vielleicht gerade live auf dem Boden aufdreht oder so. Für 3,50 € kann man auch nicht mehr erwarten. Aber um einfach mal schnell seine aktive Gitarre irgendwo dran zu schließen, warum nicht? Definitiv gut. Also dafür kann man es auf jeden Fall verwenden. Wir haben noch ein Spezialkabel, was wir uns ein bisschen für das Ende dieses Tests aufgehoben haben. Das ist dieses... die nennen das Varicap Instrument Cable. Das ist ein Spezialkabel, weil man hier eben die Kapazität einstellen kann, einfach am Kabel. So, das ist ein 3 Meter Kabel, deswegen konnten wir es sowieso nicht wirklich in den Test mit reinnehmen. Aber das hat halt eine sehr, sehr coole Funktion, weil man eben den Klang einfach beim Spielen praktisch ändern kann. Ich spiele einfach mal das Riff ein bisschen durch und ich drehe an diesem Regler hier. Das Kabel, das waren jetzt die beiden Extrempositionen. Das hat 16 verschiedene Einstellungen und das war Position 0 und Position 15. Und da ist der Unterschied halt drastisch hörbar. Das ist sehr drastisch hörbar. So viel kann die Kapazität ausmachen, ne? Alles klar. Dann haben wir noch eine Sache. Gerade Musiker, die halt sich noch nicht so gut auskennen, greifen oftmals in die Kiste und nehmen einfach ein Klinkenkabel raus. Und vergessen dabei, dass es ein Lautsprecherkabel ist. Sieht erstmal genauso aus, man hat schließlich einfach einen Klinkenstecker vorne dran, man steckt es in die Gitarre, es kommen Töne bei raus. Aber warum eben Lautsprecherkabel sich nicht wirklich eignen, zeigen wir jetzt mal. Oh, so. Schön. Da hört man es auch schon.
Also prinzipiell funktioniert das. Es kommt Ton raus. Das Problem ist einfach nur, dass Lautsprecherkabel fast immer komplett ungeschirmt sind. Also die nehmen jetzt hier alle möglichen Funkstörungen auf, die halt rumschwirren und hört man dann da. Also manchmal kann man damit auch Radio empfangen mit ein bisschen Pech. Also überhaupt nicht zu empfehlen und deswegen sollte man da auf jeden Fall auf ein geschirmtes Kabel zurückgreifen. Das hat riesige Vorteile. Ich hoffe, der Vergleich hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt über Kabel, über Kapazitäten. Ich denke, dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.